Ich habe eine Umfrage mit folgender Frage gemacht. Was weißt du über Nakba? Mehr als 50% der Stimmen wissen nichts bis kaum etwas darüber und wollen mehr Infos. Habe mir lange überlegt, was könnte ich alles über Nakba schreiben, damit die Menschen aufgeklärt werden. Mit folgenden Punkten möchte ich eine umfassende Aufklärung über die Nakba bieten und Menschen helfen, das Thema besser zu verstehen. Definition. Was bedeutet Nakba? Historischer Hintergrund. Beschreibung des historischen Kontextes, der zur Nakba führte. Ereignisse. Erläuterung von Ereignissen, die während der Nakba stattfanden. Folgen. Erläuterung der langfristigen Auswirkungen der Nakba auf die palästinensische Gesellschaft. Erinnerungskultur. Betonung der Bedeutung der Erinnerung an die Nakba in der palästinensischen Kultur. Internationale Reaktion. Information über die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft auf die Nakba. Aktuelle Situation. Ich werde über die aktuelle Situation der palästinensischen Flüchtlinge sprechen und Perspektiven, die Sicht verschiedener Perspektiven auf die Nakba. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich ausschließlich auf die Erklärung des Begriffs Nakba konzentrieren. Mein Ziel ist es, Informationen neutral und objektiv zu präsentieren, um ein besseres Verständnis für dieses historische Ereignis zu fördern. Dieses Video hat nicht den Zweck, einer Wertung darüber abzugeben, wer richtig oder falsch ist, gut oder böse. Es soll vielmehr als Informationsquelle dienen, um Licht auf einen Begriff zu werfen, der im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt steht. Lasst uns ohne weitere Verzögerung in die Erklärung von Nakba eintauchen. Beginnen wir also mit der Definition. Was bedeutet also Nakba? Es ist das arabische Wort für Katastrophe und bezieht sich auf die Vertreibung und Enteignung von über 700.000 Palästinensern im Zuge der Gründung des Staates Israel 1948 auf fremdem Territorium. Bevor wir weitermachen, ist es mir persönlich wichtig, das Wort Katastrophe zu erklären, um das komplette Ausmaß dieser Vertreibung zu verstehen. Das Wort Katastrophe hat einen ziemlich interessanten Ursprung. Es stammt aus dem Griechischen, genauer gesagt vom Wort Katastrophie, das Umkehr, Umsturz oder Wendepunkt bedeutet. Es setzt sich zusammen aus Kata, was herab, entlang oder herum bedeutet, und Strophie, was so viel wie Wendung oder Drehung bedeutet. Ursprünglich wurde der Begriff in der Literatur verwendet, um den Wendepunkt in einem Drama zu beschreiben, besonders in griechischen Tragödien, wo sich die Handlung oft dramatisch wandelte. Mit der Zeit hat sich die Bedeutung des Wortes erweitert, um jede Art von plötzlichem Unglück oder Desaster zu beschreiben, das große Schäden oder Leiden verursacht. Also im Grunde ist eine Katastrophe eine ziemlich dramatische und unglückliche Wendung der Ereignisse. In Bezug auf Nakba beschreibt es das tragische Ereignis der Vertreibung und des Leidens der palästinensischen Bevölkerung im Jahr 1948, als Israel gegründet wurde. So kann Nakba als eine Art modernes, dramatisches Desaster betrachtet werden, das das Leben von Millionen Palästinensern dramatisch veränderte. Mit diesem Wissen ausgerüstet können wir im Thema weitermachen. Historischer Hintergrund. Im Nachfolgenden werde ich den historischen Kontext beschreiben, der zu Nakba führte, einschließlich des Konflikts zwischen Juden und Arabern im Mandatsgebiet Palästina, der Balfour-Deklaration von 1917 und der Teilung des Landes durch die UN im Jahr 1947. Folgende Ereignisse waren entscheidend für die Entstehung des israelisch-palästinensischen Konflikts
und trugen direkt zur Nakba bei, die zur Vertreibung und dem Leiden der palästinensischen Bevölkerung führte. Erstens. Konflikt zwischen Juden und Arabern im Mandatsgebiet Palästina. Dieser Konflikt war das Ergebnis verschiedener Faktoren, darunter die zunehmende jüdische Einwanderung nach Palästina und die nationalistischen Bestrebungen sowohl der jüdischen als auch der arabischen Bevölkerung. Die Araber befürchteten, dass die wachsende jüdische Präsenz ihre politische und kulturelle Identität bedrohen könnte, was zu Spannungen und Konflikten führte. Zweitens. Balfour-Deklaration von 1917. Die Balfour-Deklaration war ein Schreiben des britischen Außenministers Arthur Balfour an den Zionistischen Weltkongress, in dem Großbritannien seine Unterstützung für die Schaffung eines nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina bekundete. Diese Erklärung trug zur Förderung der zionistischen Bewegung bei und führte zu verstärkter jüdischer Anwanderung nach Palästina, was den Konflikt mit der arabischen Bevölkerung verstärkte. Drittens. Teilung des Landes durch die UN im Jahr 1947. Die Vereinten Nationen verabschiedeten im November 1947 einen Teilungsplan für Palästina, der vorsah, das Land in einen jüdischen Staat, einen arabischen Staat und eine internationale Zone um Jerusalem aufzuteilen. Die jüdische Führung akzeptierte den Plan, während die arabische Staaten und die palästinensische Führung ihn ablehnten. Die Ablehnung des Plans und die Unstimmigkeit darüber trugen zum Ausbruch von Gewalt und schließlich zur Nakba im Jahr 1948 bei. Ich möchte betonen, dass die arabischen Staaten und auch die palästinensische Führung nicht gefragt wurden. Sie wurden vor vollendeten Tatsachen gestellt. Vor der Gründung des Staates Israel und während der osmanischen Herrschaft in der Region lebten dort verschiedene Bevölkerungsgruppen, darunter Araber, Juden, Christen und andere. Die arabischen und jüdischen Gemeinschaften hatten unterschiedliche kulturelle und religiöse Traditionen, aber es gab auch Handel und kulturellen Austausch zwischen ihnen. Ereignisse. Hier sind einige Informationen zu den Ereignissen während der Nakba, darunter die Vertreibung von Palästinensern aus ihren Heimatdörfern, die Zerstörung vieler palästinensischer Gemeinden und die Gründung des Staates Israel. Erstens. Vertreibung von Palästinensern aus ihren Heimatdörfern. Während der Nakba wurden Hunderttausende von Palästinensern aus ihren Heimatdörfern und Städten vertrieben oder sie wurden zwangsweise verlassen. Diese Vertreibungen erfolgen durch militärische Aktion israelischer Streitkräfte sowie durch Angst und Gewalt seitens zionistischer Milizen. Viele Palästinenser flohen aus Angst vor Repressalien oder wurden direkt von israelischen Truppen vertrieben. Zweitens. Zerstörung vieler palästinensischer Gemeinden. Während der Nakba wurden zahlreiche palästinensische Dörfer und Städte zerstört oder entvölkert. Diese Zerstörungen erfolgten als Teil der Strategie, das Land für die jüdische Besiedlung zu säubern und Platz für den neuen Staat Israel zu schaffen. Viele palästinensische Gemeinden wurden dem Erdboden gleichgemacht, ihre Einwohner vertrieben oder getötet. Drittens. Die Gründung des Staates Israel. Ein zentraler Aspekt der Nakba war die Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948. Dies geschah unmittelbar nach dem Rückzug der Briten aus Palästina und wurde von der zionistischen Führung unter der Führung von David Ben-Gurion proklamiert. Die Gründung Israels führte zu einem weiteren Anstieg der Gewalt und Vertreibungen,
da die israelische Armee versuchte, ihre territoriale Kontrolle zu festigen und die Unabhängigkeit des neuen Staates zu sichern. Diese Ereignisse während der Nakba führten zu einer der größten Vertreibungen und humanitären Krisen des 20. Jahrhunderts, die das Leben von Hunderttausenden Palästinensern für immer veränderte. Ich möchte unbedingt daran erinnern, dass Israelis sich eigentlich auf fremdem Boden befinden. Folgen. Hier sind einige Informationen zu den langfristigen Auswirkungen der Nakba auf die palästinensische Gesellschaft, wie die Entstehung von Flüchtlingslagern, den Verlust von Land und Eigentum sowie die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Auf palästinensischem Gebiet wohlgemerkt. Erstens. Entstehung von Flüchtlingslagern. Die Nakba führte zur Schaffung zahlreicher Flüchtlingslager in den besetzten Gebieten und den angrenzenden arabischen Ländern. Diese Lager wurden ursprünglich als temporäre Unterkünfte für diejenigen errichtet, die während der Nakba vertrieben wurden, aber viele von ihnen existieren bis heute und beherbergen mehrere Generationen von Palästinensern, die auf eine Rückkehr in ihre Heimatdörfer warten. Immer noch warten. Zweitens. Verlust von Land und Eigentum. Die Nakba führte zu einem erheblichen Verlust von Land und Eigentum für die palästinensische Bevölkerung. Viele Palästinenser wurden aus ihren Häusern und Ländereien vertrieben, die dann von Israelis übernommen wurden. Dieser Landverlust hat sich negativ auf die wirtschaftliche und soziale Stabilität vieler palästinensischer Familien ausgewirkt und trägt weiterhin zu Spannungen und Konflikten in der Region bei. Drittens. Anhaltende Spannungen im Nahen Osten. Die Nakba und die damit verbundenen Vertreibungen und Landkonflikte haben zu anhaltenden Spannungen im Nahen Osten geführt. Die Unruhen und der Widerstand gegen die israelische Besatzung haben zu einer Vielzahl von Konflikten und Gewaltakten geführt, die die Region bis heute prägen. Die fehlende Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts und die Unfähigkeit, eine gerechte und dauerhafte Lösung für die palästinensische Frage zu finden, tragen weiterhin zu Instabilität und Unsicherheit in dieser Region bei. Erinnerungskultur. Hier sind einige Informationen über die Bedeutung und der Erinnerung an die Nakba in der palästinensischen Kultur und die verschiedenen Wege, wie die Nakba jährlich gedacht wird. Erstens. Bedeutung der Erinnerung an die Nakba. Die Erinnerung an die Nakba hat eine zentrale Bedeutung für die palästinensische Kultur und Identität. Sie dient dazu, das kollektive Gedächtnis der palästinensischen Bevölkerung lebendig zu halten und die Geschichte der Vertreibung und des Leidens zu bewahren. Die Nakba-Erinnerung unterstreicht die Kontinuität des palästinensischen Widerstands und der Hoffnung auf eine gerechte Lösung des Konflikts. Zweitens. Wege, wie die Nakba jährlich gedacht wird. Die Nakba wird jedes Jahr auf verschiedene Weise in der palästinensischen Gesellschaft gedacht und erinnert. Dazu gehören Gedenkveranstaltungen, Demonstrationen, kulturelle Veranstaltungen, Filmvorführungen, Kunstausstellungen und vieles mehr. Viele Palästinenser tragen traditionelle Kleidung und Fahnen, um ihre Solidarität und Verbundenheit mit den Opfern der Nakba zu zeigen. Darüber hinaus werden persönliche Erinnerungen und Geschichten von Überlebenden und ihren Familien weitergegeben, um die Bedeutung der Nakba für zukünftige Generationen zu vermitteln. Drittens. Die Nakba-Erinnerung wird in der Regel am 15. Mai jedes Jahres begangen. Dieses Datum markiert den Tag nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948
und wird von den Palästinensern als Symbol für ihre Vertreibung und das Leiden während der Nakba betrachtet. Die Erinnerung an die Nakba dient nicht nur dazu, die Vergangenheit zu würdigen, sondern auch dazu, den Kampf um Gerechtigkeit und Rückkehr für die palästinensische Bevölkerung lebendig zu halten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der palästinensischen Identität und ein Symbol des Widerstands gegen Unterdrückung und Vertreibung. In Israel hingegen wird am 15. Mai auch der Unabhängigkeitstag gefeiert. Was heißt auch? Der Unabhängigkeitstag gefeiert, auch bekannt als Yom HaAtzmaut. Dieser Feiertag markiert die Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 nach dem Ende des britischen Mandats über Palästina. Während für die Palästinenser der 15. Mai als Nakba-Tag gilt und an die Vertreibung und das Leiden während der Gründung Israels erinnert, wird in Israel der Unabhängigkeitstag gefeiert, um die Errichtung des Staates Israel und die Unabhängigkeit von der britischen Herrschaft zu feiern. Internationale Reaktion. Hier sind einige Informationen zu den internationalen Reaktionen auf die Nakba. Erstens. UN-Resolution. Die Vereinten Nationen haben mehrere Resolutionen im Zusammenhang mit der Nakba und dem israelisch-palästinensischen. Ganz ruhig, Georg. Die Vereinten Nationen haben mehrere Resolutionen im Zusammenhang mit der Nakba und dem israelisch-palästinensischen Konflikt verabschiedet. Eine der wichtigsten Resolutionen ist die Resolution 194 vom 11. Dezember 1948, die das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimatdörfer oder auf Entschädigung festlegt. Diese Resolution ist ein zentraler Bestandteil der internationalen Bemühungen um eine gerechte Lösung des Flüchtlingsproblems. Diese Menschen warten bis heute. Zweitens. Anerkennung der palästinensischen Flüchtlingsfrage. Die Nakba führte zur Schaffung einer der größten Flüchtlingspopulationen weltweit, die seit Jahrzehnten auf eine politische Lösung ihres Status wartet. Die internationale Gemeinschaft hat die Bedeutung der palästinensischen Flüchtlingsfrage anerkannt und versucht, durch humanitäre Hilfe und diplomatische Bemühungen eine Lösung zu finden. Dies beinhaltet die Unterstützung von UN-Agenturen wie der UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, die sich um die Bedürfnisse der palästinensischen Flüchtlinge kümmert. Drittens. Diplomatische Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Nakba und der israelisch-palästinensische Konflikt haben zu zahlreichen diplomatischen Bemühungen geführt, um eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden. Dazu gehören Verhandlungen, Friedensprozesse und internationale Vermittlungsbemühungen, die darauf abzielen, eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen, bei der Israel und ein unabhängiger palästinensischer Staat nebeneinander in Frieden und Sicherheit existieren können. Wie das funktioniert, sieht man zum Beispiel auf Zypern. Die internationalen Reaktionen auf die Nakba spiegeln die Anerkennung der historischen Ungerechtigkeiten wider, die den Palästinensern widerfahren sind, und die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, eine gerechte und dauerhafte Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu erreichen. Anmerkung: Nicht alle Nationen anerkennen tatsächlich die Ungerechtigkeiten Israels seitens Palästinas. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum nicht alle Nationen die Ungerechtigkeiten seitens Israels gegenüber Palästina anerkennen.
Einige Länder haben enge politische, wirtschaftliche oder strategische Beziehungen zu Israel und unterstützen daher seine Politik und seine Position. Andere Länder können sich aus historischen, religiösen oder ideologischen Gründen mit Israel verbunden fühlen und daher seine Handlungen in Bezug auf Palästina rechtfertigen oder relativieren. Ist Deutschland vielleicht so ein Land? Nur so ein lauter Gedanke. Darüber hinaus spielt die geopolitische Lage des Nahen Ostens eine wichtige Rolle. Die Region ist seit langem von Konflikten, Spannungen und geopolitischen Interessen verschiedener Akteure geprägt, was zu unterschiedlichen Standpunkten und Positionen in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt führt. Es ist wichtig anzumerken, dass die Anerkennung oder Nichtanerkennung von Ungerechtigkeiten seitens Israels gegenüber Palästina oft stark politisiert ist und von verschiedenen Interessen und Perspektiven beeinflusst wird. Daher gibt es in der internationalen Gemeinschaft eine Vielzahl von Meinungen und Positionen zu diesem Thema. Wen interessieren also schon Menschen, die paar wenige? Achtung, bitterer Sarkasmus. Aktuelle Situation. Die aktuelle Situation der palästinensischen Flüchtlinge ist nach wie vor äußerst herausfordernd und von vielfältigen Problemen geprägt. Hier sind einige Aspekte, die ihre Situation charakterisieren. Erstens. Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern. Viele palästinensische Flüchtlinge leben seit Jahrzehnten in Flüchtlingslagern, die oft überfüllt und unterversorgt sind. Die Lebensbedingungen in diesen Lagern sind oft geprägt von Armut, mangelnder Infrastruktur, begrenzten Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung sowie fehlenden wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Flüchtlingslager sind oft von sozialen Problemen wie Arbeitslosigkeit, Kriminalität und sozialen Spannungen betroffen. Zweitens. Anhaltende Bemühungen und Anerkennung und Rückkehr. Um Anerkennung und Rückkehr. Palästinensische Flüchtlinge setzen sich weiterhin für ihre Rechte ein, einschließlich ihres Rechts auf Rückkehr in ihren Heimatdörfern und auf Entschädigung für ihr verlorenes Land und Eigentum. Sie fordern die internationale Gemeinschaft auf, ihre Rechte zu respektieren und zu unterstützen, einschließlich ihres Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Trotz vieler Herausforderungen setzen sie ihre Bemühungen fort, um eine gerechte und dauerhafte Lösung für ihre Situation zu erreichen. Drittens. Internationale Unterstützung und Solidarität. Palästinensische Flüchtlinge erhalten Unterstützung und Solidarität von verschiedenen internationalen Organisationen, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, die sich für ihre Rechte einsetzen und humanitäre Hilfe bereitstellen. Diese Unterstützung ist entscheidend für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Flüchtlinge und die Förderung ihrer Rechte und Interessen. Erinnert mich irgendwie an Don Quixote und den Kampf mit den Windmühlen. Insgesamt bleibt die Situation der palästinensischen Flüchtlinge im eigenen Land wohlgemerkt, eine dringende humanitäre und politische Herausforderung, die eine umfassende und gerechte Lösung erfordert, um ihre grundlegenden Rechte und Bedürfnisse zu gewährleisten. Perspektiven. Hier sind verschiedene Perspektiven auf die Nakba einschließlich israelischer, palästinensischer und internationaler Standpunkte, um ein umfassendes Verständnis des Themas zu fördern. Erstens, israelische Perspektive. Aus israelischer Sicht wird die Gründung des Staates Israel oft als Befreiung und Selbstbestimmung des jüdischen Volkes betrachtet, das nach Jahrhunderten der Verfolgung endlich
ein sicheres Zuhause gefunden hat. Viele Israelis sehen die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung während der Nakba als notwendiges Übel, Verzeihung für diesen Ausdruck, an, um die Existenz und Sicherheit des jüdischen Staates zu gewährleisten. Die Nakba wird also oft als Teil des israelischen Unabhängigkeitskrieges betrachtet, der von arabischen Staaten gegen die Gründung Israels geführt wurde und wird als legitimer Akt der Selbstverteidigung angesehen. Zweitens, die palästinensische Perspektive. Aus palästinensischer Sicht wird die Nakba als eine Katastrophe betrachtet, die zur Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus ihren Heimatdörfern geführt hat und das Leiden und die Zerstörung ihrer Gemeinschaften verursacht hat. Die Palästinenser betrachten die Nakba als historisches Unrecht, das bis heute nicht vollständig anerkannt oder entschädigt wurde, und fördern ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat und auf Selbstbestimmung. Dafür gibt es eine Resolution, die wir oben weiter beschrieben haben. Die Nakba wird oft als Beginn des israelisch-palästinensischen Konflikts betrachtet und dient als zentrales Element der palästinensischen Identität und des Widerstands gegen die israelische Besatzung. Drittens, internationale Perspektive. Die internationale Gemeinschaft hat unterschiedliche Standpunkte zur Nakba, die oft von politischen, historischen und diplomatischen Überlegungen beeinflusst werden. Einige Länder und Organisationen unterstützen die Anerkennung der Nakba als historisches Unrecht und fordern eine gerechte Lösung für die palästinensische Frage, einschließlich des Rechts auf Rückkehr und Entschädigung. Andere Länder betonen die Bedeutung der Sicherheit Israels und unterstützen dessen Recht auf Selbstverteidigung, während sie sich gleichzeitig für eine friedliche Lösung des Konflikts und eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. Diese verschiedenen Perspektiven bieten ein umfassendes Verständnis der Nakba und zeigen die Komplexität und Vielschichtigkeit des israelisch-palästinensischen Konflikts sowie die unterschiedlichen Ansichten und Interessen der beteiligten Parteien und der internationalen Gemeinschaft auf. Tja, wie sagte Johann Wolfgang von Goethe in dem Traber Der Zauberlehrling? Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Es ist eine kritische Bemerkung darüber, wie manchmal die Konsequenzen bestimmter Handlungen oder Entscheidungen nicht vorhersehbar sind und sich gegen die ursprünglichen Absichten richten können. Ja genau, reziproke Verantwortung könnte man es nennen. Die Beteiligung der internationalen Gemeinschaft einschließlich der Vereinten Nationen an der Entstehung und Entwicklung des israelisch-palästinensischen Konflikts bedeutet, dass sie auch eine Verantwortung dafür trägt, dazu beizutragen, eine gerechte und dauerhafte Lösung zu finden. Dies könnte bedeuten, die beteiligten Parteien zu ermutigen, an Verhandlungen teilzunehmen, Friedensprozesse zu fördern und humanitäre Hilfe für die betroffenen Bevölkerungsgruppen bereitzustellen. Es ist eine komplexe und herausfordernde Aufgabe, die verschiedene Ansätze und Strategien erfordert, aber letztendlich ist es wichtig, dass die internationale Gemeinschaft ihre Verantwortung ernst nimmt und sich aktiv für Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit in der Region einsetzt. Und das bringt uns zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, dass diese Informationen über die Nakba dazu beigetragen haben, ein besseres Verständnis für dieses wichtige Kapitel der Geschichte zu entwickeln. Denkt daran, dass Wissen und Verständnis der erste Schritt sind, um positive Veränderungen herbeizuführen. Lasst uns weiterhin offen bleiben für Diskussionen und verschiedene Perspektiven, um gemeinsam eine bessere Zukunft aufzubauen.
Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch Fragen habt, hinterlasst gerne einen Kommentar und abonniert meinen Kanal für weitere Inhalte. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.